Manchmal bekommt man aus ChatGPT einfach nicht die, sagen wir mal, beste Antwort raus. Manchmal stimmt das für uns einfach nicht so richtig. Und was hier in der Vergangenheit entwickelt wurde, oder was heißt in der Vergangenheit, ne? Das Paper stammt von Dienstag, dem 7. März, so lange ist das noch nicht her. Was hier entwickelt wurde, ist ein kleines Update auf Chain of Thought Prompting. Ihr könnt euch das Konzept der Self-Consistency in diesem Paper eigentlich so vorstellen, als wäre es eine wilde Mischung aus Chain of Thought Prompting, das wir ja schon hatten, und Few-Shot Prompting, das wir auch schon hatten. Und tatsächlich sind diese Ergebnisse laut dem Paper um bis zu 17,9% besser. Und das ist natürlich abhängig von dem Language Model, das benutzt wird. Und ChatGPT bzw. GPT-4 hat schon wirklich sehr, sehr gute, Argumentationen, die man sich hier durchaus auch einverleiben kann. Allerdings kann Self-Consistency einfach nur mal das Ergebnis verbessern. Ich zeige euch das mal eben. Das ist ein Beispiel, was ich mal für euch generiert habe. Und zwar nehmen wir einfach an, ein fiktiver Hacker mit dem Namen Cedric, keine Ahnung, wie ich auf den Namen komme, hat eine Sicherheitslücke in deiner Website gefunden. Und zwar eine sogenannte Major Security Vulnerability, also eine schlimme Sicherheitslücke. Und sie ist nicht einfach zu benutzen, aber es wäre möglich, auf alle User-Daten Zugriff zu bekommen. Und es hängt sogar ein Proof of Concept an. Bitte fixe den Fehler und so weiter. Aber ja, jetzt klassifiziere das mal. Also nehmen wir an, wir haben eine Softwarefirma, die jeden Tag mehrere tausend E-Mails bekommt. Da können wir wahrscheinlich nicht auf alles antworten. Und manche YouTuber, ich nenne jetzt hier keinen Namen, aber sie heißen irgendwie auch Cedric, glaube ich, sind auch bei so einer Menge von E-Mails, nicht ganz so viel, aber wir kriegen viele E-Mails. Und ja, das ist natürlich ein Problem. Deswegen müssen wir manche E-Mails beantworten, die wichtig sind, und zwar sofort. Manche E-Mails, die nicht ganz so wichtig sind, müssen wir nicht unbedingt beantworten, das wären die unwichtigen. Und manche könnten wir vielleicht sogar nach Spam klassifizieren. So, und natürlich kann ein Large Language Model das auch für euch tun. Ihr könnt einfach hier das Label verteilen, wichtig oder unwichtig. Und in diesem Fall würde ich sagen, das ist definitiv etwas, was funktioniert hat. Das ist schon ziemlich wichtig, was da gerade passiert ist. Aber es geht natürlich auch noch ein kleines bisschen feiner, denn es gibt nicht nur wichtig und unwichtig im Leben. Wir schauen uns das Ganze nochmal an mit einem nicht ganz so wichtigen Beispiel, für mich zumindest, finde ich. Und sehen hier I discovered bla 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 mit einem Score von 5,1. Die Scores gehen alle von 0 bis 10. Und ein CVE-Score von 5,1 ist ehrlich gesagt schlimm, also muss gefixt werden, aber nicht sofort. Das heißt, es ist nichts, wovon ich jetzt wirklich wegspringen würde. Trotzdem ist die E-Mail an sich schon wichtig, das stimmt soweit auch. Das Problem ist, diese Ratings sind vielleicht nicht ganz so eindeutig und auch dieses wichtig ist vielleicht nicht ganz so richtig. Also eigentlich müsste man hier eine bessere Argumentation finden. Was hierbei jetzt hilft, ist unser Chain of Thought Prompting. Achso, ich habe hier nochmal den Kontext ein bisschen geändert, denn ja, selbst wenn wir eine Handwerkerfirma und keine Softwarefirma sind, die zu 95% offline aktiv ist, sagt ChatGPT oder GPT-4 hier, dass es wichtig ist. Und das mag zwar stimmen, aber für eine Handwerkerfirma reicht das durchaus noch, wenn es am nächsten oder übernächsten Tag gefixt wird und muss nicht sofort bearbeitet werden. Also, wir brauchen eigentlich ein Konzept, um das richtig zu argumentieren und um hier vielleicht nicht unbedingt nur wichtig oder unwichtig zu bekommen, sondern vielleicht eine richtige Begründung. Und das können wir uns mit Lasst uns Schritt für Schritt darüber argumentieren, erzwingen sozusagen. Dann kommt nicht einfach nur wichtig oder unwichtig, sondern es kommt, ich würde diese E-Mail als wichtig einstufen, obwohl bla bla bla. Und dann kommen hier eben 5 Gründe, warum das ganze Ding wichtig oder einigermaßen wichtig ist. Wichtig hier aber auch zu sehen, dass wir hier die Reputation vielleicht schaden können oder das Vertrauen der Kunden schädigen könnten und deswegen sollte jede Sicherheitsverletzung ernst genommen werden. 5,1 ist zwar nicht furchtbar, aber trotzdem nicht unbeachtenswert und genau das war ja das, was ich haben wollte. Datenschutz könnte für uns Datenschutzverletzung bedeuten, was teuer wird. Vertrauen der Kunden könnte unser Geschäftszusammenbruch sein, also solche Sachen sind schon nicht unwichtig, ja. Jetzt ist es aber natürlich für einen Handwerkerbetrieb mit 95% Offline-Arbeit nicht so einfach, sich da einfach drum zu kümmern. Und deswegen habe ich hier mal tatsächlich gesagt, ey, klassifizier mir doch mal die E-Mail auf einer Skala von 0 bis 10. Wobei 0 für absolut unwichtig und 10 für maximal wichtig steht.
Und dann bekommen wir plötzlich eine etwas feingranularere Eingabe oder Ausgabe, besser gesagt, von 7,5. Das ist nicht so schlecht, aber ehrlich gesagt mit dem CVE-Score von 5,1 und einer Handwerkerfirma, die zu 95% offline ist, würde ich bei meinem Risikomanagement in der Firma keine 7,5 verteilen. 7,5 ist sehr, sehr nah an kritisch dran und kritisch muss sofort bearbeitet werden. Also das ist schon hoch hier. Und deswegen habe ich da auch nochmal gesagt, Mensch, lass uns doch das mal Schritt für Schritt argumentieren. Dann kam sogar eine 8 von 10 bei raus. Das nachzuvollziehen ist nicht ganz so einfach und ja, die Begründungen hier sind im Endeffekt genau dieselben. Aber was ich jetzt gesagt habe, ist okay, für meine Website ist es halt schon wichtig, solche Sicherheitsschwachstellen zu behandeln, aber vielleicht nicht unendlich wichtig, weil, wie gesagt, Handwerkerfirma 95% offline. So, und deswegen haben wir hier das Chain of Thought Prompting, also dieses Lass uns Schritt für Schritt darüber argumentieren, das ist Chain of Thought Prompting, um ein paar Few-Shots erweitert. Und das heißt, wir haben hier gesagt, ey, das da oben ist eine 8 von 10 E-Mail, also 8 von 10 wichtig. Und da haben wir eine Major Security Vulnerability. Und jetzt kommt diese E-Mail, die eine 5,1 hat und im Endeffekt quasi genau dasselbe ist. Mach doch mal bitte da ein Rating draus von 0 bis 10. Und jetzt kommt plötzlich eine Einstufung von 6 bis 10. Hier meine Schritt-für-Schritt-Argumentation. Wichtigkeit, ja, es ist in diesem Aspekt 6 von 10 Punkten, weil eben 95% offline. Schwere der Sicherheitslücke ist 5 von 10. Ich meine, im Endeffekt haben wir eine 5,1 von 10 angegeben. Genau das ist ja das Ganze. Handlungsbedarf. Cedric fordert, dass das Problem so schnell wie möglich behoben ist, da es sich um eine ernste, Angelegenheit handelt. Und da geben wir auch nur 6 von 10 Punkten. Und deswegen haben wir hier einen Wert von 6 plus 5 plus 6 durch 3 ist 5,67, was ich wunderschön finde. Und die Skala geht von 0 bis 10, also runde ich den Wert auf 6 auf. Und ich klassifiziere die E-Mail als 6 von 10, wobei 0 für unwichtig und 10 für maximal wichtig steht. So, und dann haben wir hier eine Klassifikation in Stufen ermöglicht. Aber das funktioniert nur, wenn wir Referenzen angeben, weil jeder Mensch irgendwie die Sachen einzeln einordnen würde. Ich persönlich, für mein Unternehmen, wäre so eine E-Mail keine 8 von 10, sondern eine 10 von 10, die sofort gefixt werden müsste oder zumindest untersucht werden müsste, ob so ein Proof of Concept relevant ist oder ob das funktioniert. Aber für einen Handwerker, der 95% offline ist, wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders. Und da hat vielleicht auch nochmal jeder Handwerker andere Einstufung. Ja? Das heißt, ihr könnt durch dieses Few-Shot-Prompting hier oben einfügen, könnt ihr auch noch so einen eine zusätzliche Idee generieren. So, was wir jetzt machen, ist, wir machen hier tatsächlich diese Self-Consistency. Das heißt, wir generieren diese Antwort einfach nochmal neu. So, und jetzt wird diese Antwort tatsächlich nochmal neu gebaut. Ich zeige euch gleich, was das Ergebnis ist. So, das ist die Antwort, die wir als zweites generiert haben und argumentiert im Endeffekt sehr, sehr ähnlich, aber am Ende kommt sie bei einer 7 von 10 raus, nicht bei einer 6 von 10. So, das heißt, die Konsistenz dieser Antwort oder dieses Large Language Models ist nicht unbedingt gegeben. Die Konsistenz oder Consistency eigentlich, nicht Konsistenz, Konsistenz ist ein bisschen was anderes. Die Consistency, nehmen wir Consistency, ist so im Rahmen von 6 bis 7. Und wenn ich das jetzt nochmal generiere, also Regenerate Response mache, dann komme ich wahrscheinlich wieder bei 6 oder 7 raus, vielleicht auch bei 5. Und das Paper zu Self-Consistency sagt jetzt, lass genau das machen. Also am besten Few-Shot-Prompting, Chain of Thought Prompting, indem wir Schritt für Schritt darüber argumentieren und dann nicht nur ein Ergebnis bauen, sondern mehrere. Und mehrere Ergebnisse zu bauen bedeutet hier, wir lassen einfach mehrmals diese 6 von 10 ausgeben oder 7 von 10 ausgeben und errechnen dann den Durchschnitt. Das heißt, wir machen das zum Beispiel 2 oder 3 Mal und schauen mal, was nach dem zweiten oder dritten Mal rauskommt und dann errechnen wir da einfach, sagen wir einfach mal, wir haben 6, 7 und 7, dann würden wir 6 plus 7 geteilt durch 3 wäre 6, Periode 6. Dann würden wir rausbekommen als Schwere. Und das wäre dann unser finales Ergebnis. Weil die Argumentation vielleicht je nach Kreativität des Netzes ein bisschen anders ausfallen kann. Je nach Argumentation kann man das ein bisschen anders sehen.
Und ehrlich gesagt, mit 6,66 bin ich ziemlich happy bei sowas. Und ja, so kriegt man dann auch einfach ein bisschen konsistentere Ergebnisse. Beachtet, dass das hier hauptsächlich natürlich mit 8 von 10 oder Ja-Nein-Fragen oder Einordnung, Klassifikationsfragen funktionieren würde, als jetzt natürlich mit Textgenerierung. Textgenerierung ist ja natürlich nicht unbedingt das Ganze. Und ja, ich kann jetzt hier einfach hinten dranhängen, gib bitte ausschließlich oder nur die Stufe aus. 7. So. Da muss ich mich darum nicht kümmern. Ihr versteht, was ich meine. Ja, wenn ihr das jetzt irgendwie selber benutzt oder automatisieren wollt, dann wollt ihr natürlich nur die Stufe ausgeben. Macht das nicht direkt hier oben. Dieses Let's think step by step oder lass uns Schritt für Schritt denken, ist extrem wichtig, um eine gute Einordnung zu bekommen. Und danach kann man nochmal zurückschicken, lass uns das doch bitte einfach nur als Stufe ausgeben, weil dann habt ihr die Stufe schon generiert. Dann ist es im Endeffekt, ich nehme diesen, oder das Large Language Model nimmt den Text und gibt mir darauf basierend die Stufe aus. Und dann müsst ihr euch nicht um diese Einordnung hier kümmern. Und so kommt man ehrlich gesagt auf sehr, sehr gute Ergebnisse, was Kategorisierung oder Feintuning angeht. Und ja, ich kann das definitiv empfehlen. Gut, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.